Goedemorgen alla. Ik vreeg me zeer dat je hier zo zijn. En we vregen ons zeer dat de kjoakj on is en dat we kunnen over deze weg te doen reden. Ik wil in iedereen einen herzlich welkom heten. Dit is een goede tijd, waar we dem Herrn segnen. Dit is een tijd, waar viele Menschen Schwierigkeiten durchgehen. Aber der Herr ist gut zu uns. Wir haben wel bloß anfangen zu sagen mit Jeremia 11, Vers 28, hat Gott gesagt, Elgen bloß sein den Gedanken, was ich verjüngt habe. Es ist nicht Schulden, dort ist nicht irgendwas was Problem, sondern dort ist Friede und Erfolg. Das ist, was der Herr für uns geplant hat. Und kriegen dauert, wird von Zeit wie von der durchgehen, aber der Herr kijkt wieder, als bloß kriegt in diese Jahren wird. Und ich will anfangen mit dem Gebet und dann werden wir noch ein kurzer Bibelthema lesen und dann werde ich anfangen mit der Bibel, mit unserem Thema. Der Thema ist von der Coronavirus und das Evagelium. Und das ist ein sehr interessanter Thema und ich hoffe, das wird die sehen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Wir lieben dich. Herr, wenn es einmal so weit auffällt, was wir sind von dir. Aber wir wissen, dass du da bist. Herr Jesus, danke schön, dass du uns Leben gegeben hast. Und dass du uns Gesundheit gegeben hast, bei dir. Herr, leider können nicht sehr viele Menschen dort von dir nicht sein. Aber Gott, du hast alles unter Kontrolle und alles in deiner Macht. Himmlischer Vater, wir beten dir an, wir danken dir, wir loben dir, wir preisen dir für deine Allmacht und deine Allweitenheit. Deine Gegenwart. Himmlischer Vater, wir beten bloß für den Trost für diese Lied, der du so schwere Zeiten sind durchgegangen, in der Hand Families aufgegeben durch diese Werk. Himmlischer Vater, musst du dich beisein bei diesem Lied, und musst du dich trösten, am Arm dich. Und ich bete, himmlischer Vater, dass du noch viele Menschen beschützen. Dankeschön, dass das Virus nicht alle Menschen zum Tod führt. Dankeschön, Gott, dass du uns bewahrst. Herr, Dankeschön, dass wir auch Heilung empfangen in dir. Und ich bete, Gott, dass du uns seelisch, geistlich und physisch du uns heilen. Du hast gesagt, wenn wir wollen nur die kommen, und wir wollen uns mieten und wir wollen unsere Sünden bekennen, dann wirst du uns Gebet erhören und du wirst uns heilen. Und du wirst uns Land heilen. Und so beten wir auch, dass uns Land wird geheilt worden. Wir beten von der Regierung, dass in diesen Zeit die rechten Entscheidungen treffen wird. Himmlischer Vater, ich bete für all die Tauhierer, die hier so sind, dass die Antwort sehen von der Samarias. Herr Jesus, Dankeschön für deine große Gnade. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Wir wollen von meiner Frau, Aganeta, weil ich Wort Versen gelesen habe. Die stehen in der 1. Korinther Kapitel 15, der 22. Vers und dann von 45 bis 49. Wir wollen horchen nach diesem Vers. Morgens alla, wenn die in der Bibel haben, lest mit mir mit. 1. Korinther 15, 22, dort sagt so. So ist in Adam alle Menschen gestorben, so kommen sie auch durch Christus waren alle zum Leben. Und von 45 bis 49 sagt es so, so ist dort geschrieben steht. Der erste Mensch, Adam, wird eine lebende Säule und der letzte Adam wird Geist, der lebendig mehr. Aber der geistliche Körper wird nicht der erste. Erst wird der fleischliche und dann der geistliche. Der erste Mensch wird von Stoff von der Erde, der zweite aber vom Himmel. So ist der von ihr genommene ist, sind auch die anderen, die von der Erde stammen. Und so ist der himmlische ist, sind auch die vom Himmel stammen. So ist wie dem, die von der Erde ist, legnen, so war wie auch dem, die vom Himmel ist, legnen. Korrekt, so ist es. Wir reden in diesem Thema, was wir hier so haben, reden wir von dem ersten Adam
En van den tweeden Adam. En dat is Adam, die door ze im Garten Eden geboren weer. En, oder gemerkt wird von Gott. Und von Jesus Christus, der zweite Adam. Von dort ist, wo wir uns wollen mehr konzentrieren. Von der. Ich wollte noch die Brille fehlen. Und wir haben hier so diesen Thema, so ich auch sagen, ein Thema, wo du so reden det, von dem Coronavirus und das Evangelium. Wenn wir von diesem Coronavirus reden, dann reden wir eigentlich von der ganzen Fall, was eigentlich im Paradies passieren wird. Und ich möchte diese Versen diese mit Brücken. Diese wird ein Adam. Und durch diesem Adam kommt der Sinn. Und als Fall von diesem Sinn, was Adam nimmt, als all diese Virus und all die Krankheiten, all das Krut op de Stab und all unsere Weide und all die Troubles, was wir durchkommen und durchgehen, die sind von daher gestammt. Und das wird schlimmer und schlimmer. Und wir haben dort gesagt kriegen, durch die Bibel, dass es dort kommen würde, wird schlimmer und schlimmer worden. Und immer kommen neue Krankheiten, wo die Menschen sich fast für lebendig nicht weiten. Das ist der Coronavirus, nicht jetzt gegenwärtig. Was ist das von der Lesung? Als Anleitung, ich weiß nicht, was jünd alles zu Kopf kommt, wenn die von das hören, von Coronavirus und das Evangelium. Aber ich will bloß sagen, Coronavirus ist doch was anderes als das Evangelium, nicht so? Ja, aber weißt du was? Das Coronavirus, so als die von der Welt behandelt, ist eigentlich derselbe Weg, was Gott geplant hat von seinen Kindern. Und das will wir sein. Und wir wissen dort, dass der Coronavirus, der kommt mal in China, Wuhan. Da so kommt das Coronavirus ab. Den 31. Dezember 2019, so ich die Information habe. Der letzte Tag in 2019, so ist mir die Information beschrieben, dann der letzte Tag 2019, dann kommt das Virus ab und das juckt bloß ganz großartig viel Angst. Dann kriegen wir verschiedene zu hören, was das Coronavirus alles wird und was da und wo die abkommt. Und die kommen von Fledermaus her. Das, was die Menschen sehen, die kommen von Fledermaus her. Die anderen sehen, dass China hat den Salz tot gestellt. Und noch die anderen sehen, das ist eine Prophezeiung von der Bibel. Das muss es dort kommen. Und die Menschen haben bloß so eine verschiedene Ideen von diesem Coronavirus zum Anfang. Und auf einmal dann hören wir, dort, nu ist aber Bolivien und in verschiedene andere Länder, und wir hören bloß von ganz schrecklichen Dingen, wo viele Menschen das Virus bloß anbrach und krank macht. Länder, die werden abgeholt. Die Welt wird abgeholt. Und in 2020, den 10. März, dann haben wir es in Bolivien. Coronavirus wird ganz Bolivien, und über ganz Bolivien. Und auch bald über die ganze Welt. Du wird gesagt, dass das Coronavirus ist gekommen, um bei uns zu bleiben. Kann ihr das glauben? Even diese Menschen, die hier so nu all gestorben sind und was nu noch alle krank sind. Die sind hoffnungslos. Die haben Angst und die wissen nicht, was das alles geben kann. Und das Virus haben sie gesagt, er ist gekommen, um uns zu bleiben. Das meint, dass wir waren alle Jahre, in gewissen Tiden im Jahr, wo das Virus kraftig sind. Aber das Gute nur für das ist, dass wir wollen uns lehren mit den Abgehen. Das wird nicht mehr so schlimm sein. So als für Dinge haben die Menschen von der Tag nicht mehr so viel Angst, aber weißt du was? Das Jahr sind viel mehr Menschen an Dinge gestorben als an Coronavirus.
wenigstens in Bolivia. Und das Coronavirus, der hat sehr dumme Dinge, zoals die in den Menschen sich bewiesen hat. Und ich will ihm bloß sagen, dass in lang nicht alle Menschen überein. Und das sind Symptome, was Menschen können uitvingen und sagen, das ist der Coronavirus. Das ist nicht Dinge, das ist Coronavirus. Das sind ganz klar an so aus der wirken das in den Mensch. Dann wird gesagt, dass der Coronavirus ist gefährlich und der kann zum Daut führen. Und der hat viele Menschen zum Daut geführt. Aber du sind viel mehr gesund geworden, als was du so gestorben sind. Und ich will dir bloß sagen, dass das noch ein Traus. Aber es waren dort fürchterlich Leute, und besonders wenn ich an denke, diese Knalsbolmons. Die wird arm, Knalsbolmons, sein Bruder, der starb, und ihr Bruder, der starb, und danach ihr Sohn, der starb in einem Tag. Kann ich ihm bloß feststellen, wo diese Lied dort durchgehen. Wovon die Kämpfen die durchgehen. Das ist nicht einfach. Wir haben so ein Gebet für diese Lieder. Nicht bloß für dich, aber auch für die anderen. Die du so auch haben Liebe Lied von Geschwistern und noch Freundschaft verloren. Wir haben viel Gebet von dir und noch viele Werken haben wir all Gebet für diese Menschen. Aber wer geht das noch nicht ab? Und drittens, das Coronavirus ist, der hat uns getrennt. Und wenn wir uns nicht trennen würden, würden wir in Straf kommen. Das wird von oben gesagt. Wir würden in Straf kommen, wenn wir uns nicht trennen würden. Da wird eine Quarantäne genannt. Wir müssten noch fangen, Tisch zu bleiben. Und wir können dadurch sein, weil so die Menschen noch nicht wissen, wo sie mit diesen Hornen sollen, wollen sie so wenig als möglich Menschen dort übertragen. Und so ist das dann, dass wir uns an alle trennen. Ein Land trennt sich von das andere. Keine Jetsflüge mehr von einem Land zum anderen, als bloß von Notdorf. Keine Menschen werden mehr übergeführt. Eine Stadt wird getrennt von der anderen. Und Nobasch werden getrennt einer von dem anderen. Und even Familien wird getrennt wegen dessen Coronavirus. Eine ganz große Trennung passiert durch das Coronavirus. Und viertens, dann kriegen wir von der Regierung Regeln festgestellt, was wir anholen sollen, um uns beschützen, dass wir das nicht kriegen würden, so einfach. Erstens falls uns die Hände waschen. Und wenn wir uns die mit Seib gewaschen haben, dann sollen wir uns die mit Alkohol und Kehl, sollen wir uns die anrubbeln. Und dass das nicht übertragen wird von einer zum anderen. Und so wird gesagt, dass wir sollen Barbijos brauchen. Das hier so. Und dann wird so viel Information gegeben, von was das alles bedeutet. Und dann wird gute Information, aber auch falsche Information gegeben. Das andere Ding, bloß einer von der Familie kann rückgehen und entscheiden. Das wird bloß so ein getrenntes Leben und das spielt sich so ungeholt. Das ist, wenn du so nicht Fried wirst und du so wird Angst. Wenn einer glaubt, einer hat gleich Angst und einer schafft und einer gleich wohl Angst haben. Aber du so wird was pennen, wo du so viel, das ist Angst. Das fühlt sich unruhig. Das fühlt sich nicht tüßig mit den Nächsten. Und fünftens, ein jeder hört noch verschiedene Sorten Nachrichten. Und jeder hört nicht dort, was am passen ist. Und so sei das Glauben, so das wird. Und du so bestätigt er dort. Und viele Menschen sind durch ein Tekort gekommen und haben sich dort übergeschlafen, weil sie falsche Informationen hatten. Was ich sagen will, dass das Coronavirus ist bloß eine ganz gefährliche Sache. Nicht bloß, dass die Krankheit ist, aber auch all die Informationen. Und dann auch das andere Ding ist die Information, was wir hören von oben, von der OMS und
von den Weltorganisationen sind so viele falsche Informationen und einige Informationen wurden bloß nicht gegeben, weil sie wollen nicht haben, dass die Menschen die weiten sollen. Und der Mensch hätte es von der im Zweifel und der weiß nicht, wo sie haben wollen mit dem Ganze. Und Familien sind vertwiebelt. Und Familien sind in Trauer. Und andere Menschen haben Angst. Aber wir sind so dankbar. Wir haben dort noch die andere Seite. Was ich sage mit dem Lächeln, aber das bloß von all diesen großen Schwierigkeiten, wo der Mensch beim Leben hat, gibt das gute Nachrichten. Und das ist, wo wir wollen hingehen. Und der Sinn von Adam, der hat nicht bloß Virus in die Welt gebracht, aber dieser Sinn, der hat ganz große Schwierigkeiten in die Welt gebracht. Was der Mensch übergeht, was viel gefährlicher ist als das Coronavirus. So wie wir gelesen haben in 1. Korinther Kapitel 15, und 22. Vers, und auf der 45 bis 49, dann redet du so, dass durch Adam kam der Sinn in der Welt nennen. Aber durch den zweiten Adam, was der Jesus Christus ist, kam auch die Gerechtigkeit und die Lösung für dieses Problem von der Sinn. Und das, wo wir wollen hingehen. Erstens, Gott hat sich, was sehr wichtig gemerkt, was anlegnen wird. Und er stellt das auf den besten Platz, und das wird im Paradies. Er hat den besten Platz auf der ganzen Welt, das wird im Paradies, das wird kein Problem. Das wird alles, was den Mensch fehlen wird. In Adam und Eva, der wird ein ganz ausführlich, der hat eine gute Gemeinschaft mit Gott. Und der hat eine gute Arbeit. Die Bibel sagt, dass wenn ihr anfangt in der Bibel lesen, dann wollt ihr das sein, dass du so wird eine Arbeit abgegeben. Er soll nicht den Garten abpassen. Und er hat eine wunderbare Arbeit. Ich weiß nicht, wo mir in die das gehen, wenn die auf einmal das so abgehen von Gott kriegen, mal alle Tiere Nomen abgeben. Ich weiß nicht, was sagen, die wurden so klug sein. Damals, wir wurden für jeder Tier Nomen fangen, aber das sagt, dass Adam der Fang für jeden Tier einen Nomen. Und eben für seine Früh. Als Gott sagt, dass das für Adam nicht gut wird, dass er allein wird, dann schafft er für Adam eine Früh. Und das wird wunderbar, und wir wollen nicht in Einzelheiten nennen, für Gott hat alle Zeit. Aber dann sagt er, als Gott einfach zu Adam bringen will, dann sagt dort Adam hat auch vorzunehmen für er, sagt er, wow, diese passt mir. Das ist Knacken von meinem Knacken und Fleisch von meinem Fleisch. Das soll Frühmensch heißen. Frühmensch. Der Mensch, das kommt von Mann her. Aber früh, das ist weiblich. So, das wird von Mann genommen und wird zu einer Früh gemerkt. Weißt, das wird Knacken von Adam, sind Knacken, und das wird Fleisch von Adam sind Fleisch. Das wird ein Port von Adam. Das wird bloß wunderbar. Und Adam sagt, dort passt mir, das wird fein. Gott hat einen ganz großes Bedürfnis, als Adam und Eva hier so in diesem Garten werden. Und dort wird ein Bedürfnis, dass du so wird ein Virus. Du wird ein Virus in dem Garten bannen, dort Adam und Eva sich das nicht auf einmal abschlappen wurden. Und dann kommt Gott nur Adam und Eva und sagt, was muss ich bloß warnen? Du so erst ein Baum mitten im Garten. Und du nicht von, wenn die wollen irgendwas abschlappen, was irgendwas zum Daut führen. Und Gott sieht dort in den Dach, was die so wollen von eten, dann wollen die sterben machen. Und wir weiten dort auch Gott meint dort sie wurden jässlich sterben. Die Gemeinschaft zwischen Adam und Eva, die wurde getrennt sein. Dort wir haben sie eine ganz große Bedürfnis.
Aber diese Bedürfnis, weiß ich nicht, wo lang das geht, was dort alle geworden wäre. Von da hat der Mensch ein schlechtes Gewissen. Plötzlich, als er einmal von diesem Baum gegessen haben. Und wir wollen nicht in Einzelheiten nennen können, wo das kam. Dort seid ihr so von eten, aber du wirst so tun, da boven. Der verfehlt Adam und Eva, der lügt du so fair und gibt dir falsche Informationen und auch rechte Informationen. Die falsche Information wir, dass sie wurden sterben, dass Gott soll gesagt haben, dass sie wurden sterben machen, und dort seht ihr so tun, das wird nicht so. Die rechte Information, was die so tun, gibt, das ist, dass sie wurden krank weiten, was reichen Arach ist. Und das Virus ist dort. So schwindet sie von dem Baum gegessen haben, wussten sie, dass sie nicht am rechten Weg werden. Dort, wo wegen sie auf einmal ein schlechtes Gewissen haben, für wem? Für Gott. Sie verstärken sich. Wenn sie dürfen sich für das keinen verstärken, wenn du wird das kein Mensch, als bloß selber. Und das andere Ding, was das mit sich braucht, von diesem Ungehorsam, Gott gegen Eva, das wird sie haben Angst für Gott. Und das dritte Ding, sie standen nicht mehr unter sich, so als sie ihr werden. Die fangen sich an zu streiten, sich an sich zu beschuldigen. Even Adam kam so wieder, dass Gott beschuldigt. Der früh, was du mir gegeben hast, der hat mich verletzt. Das Virus, der hat viel mehr Trouble gebracht und wir wollen das wieder sein als Coronavirus. Das ist viel schlimmer. So als du so für den Coronavirus rangegangen wird und gewollt, du das nicht, du jant nicht, und go nicht rüten, go nicht dort, und go nicht hier hin, und sie nicht mit diesem Taub, sie nicht mit jenem Taub, und gewollt wird, und gesagt wird, von der großen Gefahr du bist. So ist das mit diesem Virus. Von der haben wir mehr 2000 Jahre, wo du so erst gepredigt worden und die Menschen gewollt und gesagt, dass dieser vierte Daut des Virus kommt aus Rüt. Sie mussten aus dem Garten Rüt, sie mussten sich trennen von der großen Segen, was Gott hat für ihn. Und sie werden getrennt von Gott, von der Gemeinschaft, was sie haben. Nicht, dass Gott ihn verloren hat, aber sie haben Gott verloren. Da wird eine Trennung. Das ja von der Fluch über die ganze Welt. Und das ist ein Kraken, wo Menschen glauben und sagen, von wo durch Jesus Christus alles erst freigestellt worden. Und die Dinge und große Segnungen sind freigestellt und ewige Dinge sind freigestellt mit Jesus Christus, was für den Mensch geteilt ist. Ewige Versprechungen, dass wir würden ewige Leben haben, ewige Rettung. Wenn wir erst verloren werden, dann haben wir Leben gekriegt durch Jesus Christus. Wir konnten in die Gemeinschaft kommen. Wir wollen da auch wieder sein. Aber krass aus dem Coronavirus brach uns der Sinn des Virus, was in Gottes Eiden abstand, hat uns getrennt von Gott und von Menschen. So hat das Coronavirus auch viele Menschen. Eine eigene Trennung. Viele Menschen, die sterben, die kriegen nicht das Evagelium mit. Das ist eine ganz große, traurige Geschichte. Jeder Mensch, der geboren wird, der hat diesen Virus mitgekriegt. Von dann, aus Adam und Eva diesen Virus kriegen. Alle Menschen sind überschleppt mit diesem Virus. Das sagt in Römer Kapitel 3, Vers 23, du hast keinen Unterschied. Alle Mann, als wit oder schwarz oder gel oder rote Menschen, wem immer wir können abnehmen von der Menschheit auf dieser Welt, der ist überschleppt mit diesem Virus.
Das hat uns zum jährlichen Daut geführt. Und darauf kam Jesus zum Leben geben, das zweite Adam, der kam zum Leben bringen. Und in Jesaja 59 von 1 bis 2 sagt es so klar, dort Gott seine Arme sind nicht zu kalt geworden, nicht helfen zu können. Seine Ohren sind nicht stumm geworden, nicht hören zu können. Aber du hast was zwischen gekommen. Das ist der Sinn. Dort ist, woran er sich die Regen dreht und uns nicht hört. Wenn wir getrennt sind von ihm. Und das Virus ist von Gott behandelt 4021 Jahre nur an unserem Kirchen noch. Hat Gott persönlich mit angehandelt. Gott handelt mit dem Virus persönlich mit dem Volk Israel und mit dem ganzen Volk. Dort wird so euch mit dem Virus, dort wird unkontrollierbar. Und wir fingen dort in der 1. Mose Kapitel 6 von 5 bis 6, dort Gott sieht, dort es so euch wie mit diesem Virus, mit dem Sinn, dort an dort Leid deed, dort er den Mensch gemerkt hat. Und gef Noah 120 Jahre Zeit, sich reut zu merken, und Gott würde gerecht über die Welt bringen, und er würde Menschen uitroden. Und er bleiben bloß zu 8 Personen über. So uit rond en bond kam dort mit diesem Virus der Sinn. Der Mensch hat sich immer wahrer und mehr sich versinnig nur dem, dass Noah sich vermehrt hat, und ein ganz großes Volk gegeben hat. Und haben wir in der 1. Mose Kapitel 11 den 1. bis dem 9. Vers, dann sei wieder das Volk, das will immer sich herstellen, die wollen sich den großen Namen merken. Dann merkt Gott, das war alles in zwei. Sie haben sich ein ganz großer Term gebüht, und die wollen den herbühen, und Gott sagte, dass das wird bloß passieren. Die Menschen werden sich einig geworden, sie wollen sich einen großen Namen merken. Und Gott merkt dort, dass keiner sich mehr verstehen kann. Und jeder redet eine andere Sprache. Gott fängt so viel, war auf frischem Weg an mit Abraham. Und dann mit Moses, mit den 10 Gesetzen und so wieder. Mit den 10 Geboten. Aber immer war noch wieder das Volk Israel, dort wird bloß aufgekommen. Und immer kamen die Menschen zu kurz und können nicht mit Gott in eine Verbindung kommen. Und das alte Bund, das wird eine sehr schwere Zeit. Und da kann mir das bloß nicht feststellen, dass das nicht eine persönliche Beziehung mit Gott wird. Aber Gott redet zu gewissen Männern, zum Beispiel so durch Moses, und Moses muss das wiedergeben an dem Volk, und das Volk muss Moses glauben, dass Gott am geredet hat. Das wird eine schwere Sache, aber das Virus hat das alle in den Grund gebracht. Was Gott geplant hat mit dem Mensch. Und das Virus führt uns auch zum zweiten Daut. Freunde, die mit Tau hier, und das Virus, das führt uns zum zweiten Daut. Wenn du jässlich Daut bist und du kannst nicht nur Jesus, du kannst nicht jässlich ableben. Das einzige Weg, wo du kannst ableben, das ist, wenn du nur Jesus kannst. Lieber Freund, versteh das. Du musst nur Jesus kommen. Das, wo wir uns dort in Johannes Kapitel 3, Vers 16 sagen, das. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sinn gibt, dass all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Glaub das, Freund. Dass der Jesus für die, kriegt für die. Und kriegt ihn dort, in wovon großer Sünder du bist. Du wirst einer am Kreuz. Da wird ein Mörder. Wir können sagen, der erste Sünder hängt zur rechten Seite bei Jesus. Und dieser hat auch keine Zeit zum Ramranen und die Sünden bekennen, was er alle gemerkt hat. Aber er stund dort, dass er ein Sünder wie und sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in deinem Reck kommst.
hij erkannte op einmal, dat Jesus aan zijn haar weer. En Jesus zei, du wirst von dir mit mir im Paradies sein. Glaub mir das, Freund. Ich prache dir im Namen Jesus, bitte. Komm nu Jesus. Der sein Leben gibt und dir Tolling gibt für dich. Das steht in Matthäus Kapitel 11, Vers 28, steht die Bibel so klar geschrieben. Kommt alle naar mij die je schwaar beloden en bedrekt zijn. Ik wil jullie ruhe geven voor jullie ziel. En het zegt dus ook in Johannes kapitel 6, 37, zegt dan weer immer, du wordt nog aankomen, die wordt er niet rücksteiten. Komm bloß mit den ganzen Sack voll Sinn, mit den ganzen Sack voll Virus und mit den schmutzigen Körper von all diesen Virus. Komm zu Jesus und kriegen dann, wer du bist und wo du bist. Du kannst in Jesus rufen. Der wird dich nicht freisteiten. Nimm das Vertrauen. Das sagt in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, du sagst die Bibel, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von alle Antugend. Von alle Virus. Glaub dort, Freund. Glaub dort, Bruder. Krieg ihn down, wenn du gefallen bist. Komm, traine Jesus. Komm von dir. Von dir lebst du noch. Und lüg nicht, dass das Virus, die wird han zum Daut geführt. Ein physischer Daut. Und dann noch der schlechte Nachricht. Der zweite Daut, wo die von aller Ewigkeit wirst getrennt sein und von Gott in keine Möglichkeit mehr hast, nur Gott zu kommen. Komm gefallen, Freund. Bruder, Schwester. Lüg nicht länger. Das Virus ist viel gefährlicher und der bringt viel geratere Folgen mit sich aus dem Coronavirus. Komm zu Jesus. Er wird dich nicht freisteiten. Bitte komm. In der Offenbarung, der letzte Kapitel, sagt er, der jäsende Brut, der Brut ist die Gemeinde, der rufen ut, komm, komm. Und dringt dort Worte im Sons. Du darfst du nicht vertonen. Nimm das bloß an, so aus der Schächer am Kreuz. Und weißt du was? Diese Botschaft, so als du sie gesagt wird, und du darfst keiner nachschieben. Alle Menschen merken die Welt bekannt mit diesem Virus und dann die Menschen warnen und geben die Regeln, dass sie nicht dürfen übergeschleppt worden mit diesem Virus. Die Regierungen, ramme Welt, die geben Warnungen, lasst euch nicht anbringen von diesem Virus. So haben wir von dir eine Abgabe zu der Welt. Und hier so möchte ich nennen mit Jün Taub. Liebe Schwestern, nu will ich zu Jün reden. Das ist unsere Abgabe, das steht in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8, so hat Jesus gesagt, wenn der Kraft vom Himmel wird raufkommen, der Heilige Geist, dann wird die Kraft haben, eine Zeug zu sein in Jerusalem. Bedient Hus im Hus. Sie im Vorbild. Merkt die Sache vor der Mutter, dass die Kinder mit dieser Wahrheit bekannt wurden. Dass du eine Leisung ist. Dass Jesus der Leiser ist. Fangt Hus an in Jerusalem. Merkt die Familie bekannt mit dieser Leisung. Wenn du hast Jesus angenommen als den persönlichen Heiland, dann hast du Plasma Hyperimune.
Du hast was zu beiden, was die andere Menschen loshalten kann von diesem Virus, von der Sinn. Du hast was zu beiden. Fang an mit deiner Familie. Und dann von dort so gehen in Norden, in Samarien, in Judäa. Und lud die Läden und Vieren, wo immer der Herr die Vieren will. Was über die ganze Welt, das ist eine Abgabe. Und das sagt gar nicht, okay, dann kost wann du was. Dann sagt es, du warst eine Säusennen. Wenn du eine echte Erfahrung mit Gott in deinem Hort erfahren hast, dann hast du Plasma-Immune. Vielleicht wissen viele von euch nicht, was das meint. Aber Plasma-Immune, das meint, dass die Menschen, die durch so haben, den Coronavirus gehabt und die sind geheilt worden, die können Blut geben, und wenn das Blut genommen wird, in Kranken, und die können sehr krank sein, das Blut von einem, der geheilt ist worden, der ist so stark, das macht diesen Kranken gesund. Das wegen die ganze Welt von der ausrechnet diesen Plasma-Immune. Die wollen Wirklichkeit Lösung haben, dass sie nicht zum Daut verurteilt sind. Und weißt du was, lieber Freund, wir haben eine große Abgabe in Matthäus Kapitel 28, von 18. bis zum 20. Vers. Du sagst der 18. Vers, sagt es klar, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Das ist Jesus. Sagt er, wegen dass er alle Kraft hat im Himmel und auf der Erde, durchwegen soll wir gehen, ramme Welt und merken zu Lehrlinge und taufen da im Namen vom Vater, vom Sehen und vom Heiligen Geist. Der 20. Vers, der sagt, lehrt anholen alles, was ich euch befohlen habe, wenn ich sie mitgehend, was an der Welt eng. Das ist eine Abgabe von uns, Geschwister. Und wenn du einer bist, der du so hast, eine Erfahrung gemacht mit dem Herrn, weißt du was, da kann sein, dass das Virus von den Sinn, die dort alle fortnehmen will, die dort Zweifeln merken will. Und die wenigstens abholen, dass du mit dort, was du erfahren hast, nicht verstaunen. Weißt du, das ist eine große Sinn. Wir brücken das Evagelium andere Menschen mitteilen, dass die nicht zum zweiten Daut verurteilt wurden. Der zweite Daut steht in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 8. Du so sagst dort von den Menschen, die ungläubig sind, versaute Lied, Lehner und Mörder und so mehr Dinge können wir abnehmen, was in Galater Kapitel 5, 19 bis 21. abgenannt ist, oder 20. abgenannt sind. Die führen den Menschen zum zweiten Daut. Horchst du noch? Das ist das charakterreiche Zeit, wo wir machen horchen nur Gott und sein Wort. Wir machen dort lesen und verstehen. Versteht dort die Schwester und nicht bloß still bleiben. Von der haben wir mehr Möglichkeiten. Kann ich nicht feststellen, dass wir ein Weser Gott haben, dass die uns haben all diese Technologie gegeben diese Zeit. Kijk mal von der Meier aus, irgendwas das von euer hast du die Gelegenheit, über Grenzen und über Mauern und über den Tönen in eine Stufe zu kommen, wo du erst niemals eine Gelegenheit hast, aus dieser Technologie nicht da wäre. Da die Menschen das Evangelium mit, die gerat wurden. Gott wird weiß, dass er kriegt diese Zeit uns diese Technologie gibt. Diese Technologie hat Gott durch die Hand gestellt, dass wir sollen in jeder Akt kommen mit dem Evangelium. Bleib nicht tüß mit das. Lieber Bruder, versündig dich nicht für Gott, dass du mit dort nicht ist, was Gott dir so eine große Genug geschenkt hat. Lob mich für die beten.
Himmlischer Vater, wir sind bewusst, dass wir alle mit diesem Virus von der Sinn uns beschleppt haben. Aber Herr Jesus, du hast uns frei gemacht. Halleluja. Wir preisen die, wir loben die, wir beten die an. Die trifft alle Anerkennung aus uns Herr in Heiland, aber auch aus Rada. Himmlischer Vater, ich bete, himmlischer Vater, dass du uns die Genot schenkst, diese Zeit zu nutzen, Menschen zu sein, was sie zu tun haben. Sich rein zu merken für den Kommen. Aber auch rein zu sein für was immer du hast. Hier ist auf dieser Erde. Ja, von zum Weg geht hart. Nimm das Stein in den Hort rüht und ja, von zum Weg geht Fleisch in den Hort. Im Beisam mit Hort, wo die gehorsam ist, Jesus. Herr Jesus, ich bete für diese Lied, die noch nicht anerkannt haben, die noch nicht angenommen haben als ihr Herr und Heiland. Ich bete, hab Genot. Nimm dir nicht weg, so dort, mit diesem Sinn, dass die zum eigenen Daut verurteilt wurden. Wenn du hast gesagt, dass die Menschen gesagt einmal gestorben und dann das gerecht, aber Gott wird dich. Jetzt noch, dass da viele Seelen geraten wurden. Und lieber Freund, wenn du nach Jesus hast angenommen, aus dem persönlichen Heiland, dann sei das Gebet. Sei einfach bloß aus das. Herr Jesus, ich erkenne von dir, dass ich ein Sünder bin. Das vom Horten. Und sagte Jesus, komm du in mein Horten an, veränder mein Leben, verseh meine Sinn, merk mir ein von deinen Kindern, schreib meinen Namen im Lebensbuch. Nicht sicher, dass ich du geschrieben sie, so dass wenn du kennst, dass mein Name im Lebensbuch gefangen wird. In Jesus sein Namen. Amen. Liebe Freunde, Geschwister, ich bete für dich, dass du was Gott gehorsam sein. Dass du was Gott gehorsam sein. Sei andere Menschen, was sie sollen weiter. In Jesus sein Namen. Amen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und es hat sehr schön gewonnen mit Ihnen von der aus Marius. Hat einen guten Tag.